Hallo zusammen, schön sind ihr wieder dabei. Heute nehmen wir euch nochmal mit auf North Stradbroke Island. Das Mal bin ich zu Fuß unterwegs mit dem Velo. Und das Erlebnis ist das mal so viel besser gewesen. Mit dem Velo habe ich es relativ langweilig gefunden. Es war zwar nicht leicht, aber jetzt war es wirklich mega schön gewesen. Der ganze Anfang, der Aufstieg am Anfang, war nicht besonders schön gewesen. Den sieht man jetzt hier. Da ist es so ein bisschen durch eine Sandlandschaft. Es ist auch eine Sandinsel, obwohl man es nicht an jedem Ort merkt. Darauf gegangen, dann bin ich ein Stückchen der Straße nachgelaufen, sollte nochmal bis in den Abzeiger kommen. Und eigentlich ab hier an war es von A bis Z ein Highlight gewesen, die Insel. Es ist so ohne Autoverkehr, so ein Sandsträßchen entlang. Da habe ich noch irgendeine grosse Eidechse gesehen. Auf dem Weg zum Brusee. So vorne sieht man schon ein bisschen entfernt den Brusee. Der Brusee heisst so, wie man jetzt gerade sehen wird, so ein bisschen wie Tee das Wasser aussieht. Schon wenn man drin ist, es kommt dann vorab gesehen, dass es nicht Teegeschmack hat, kommt es mir ein bisschen vor, als würde man in Tee hineinschwimmen. Es war sehr schön zum Baden und erfrischen. Dann bin ich nachher um den See herumgelaufen. Das haben wir noch von anderen Orten gesehen. Es ist ein Stückchen gegangen, fast am Ende des Sees, oder sogar ein bisschen nach dem See. Jetzt ein Schild bei einem Golfplatz, dass man dort nicht hingehen soll, aber ich hatte keine Lust mehr, alles zurückgelaufen und bin dann einfach am Rand über den Golfplatz kurz gelaufen, bis wieder da in den Ausgang kam. Das war kurz nachher, wo man dann zu der Straße kam, aber nicht gross befahren war. So richtig, so stelle ich mir Australien vor, so mit dem rötlichen Sand. Dann bin ich dieser Straße ein rechtes Stück nachgelaufen, auf dem Weg zum Parkplatz zum Blausee. Ich bin ein bisschen auf und ab gegangen. Der Hinweg war recht angenehm. Es hatte immer wieder Wolken und Schatten und auch leichten Wind. Da vorne sieht man jetzt den Parkplatz zum Blausee, wo durch Aborigine-Schutzgebiet geht. Darum darf man auch im Blausee nicht baden. Es scheint irgend so heilig zu sein für die Aborigines oder so etwas Ähnliches. Ganz genau wieso, aber die Aborigines wollen nicht, dass man drin badet. Was ich dann darum auch nicht gemacht habe. Es war eine mega schöne Wanderung durch den Park durch. Angeschrieben war es mit 3 Kilometern und 1,5 Stunden. Ich habe es etwa in 40 Minuten oder so gemacht. Hier sieht man jetzt schon ein bisschen den Blausee. Sehr schön. Dort, wo wir vorgesehen haben, den habe ich fast schöner gefunden vor dem Blausee. Es hatte so einen kleinen See. Dort bin ich mir vorgekommen, es würde jetzt gerade ein Dinosaurier noch auftauchen. Das habe ich einfach Hammer gefunden von der Landschaft her. Das sieht man jetzt noch von nahe, den Blausee. Und nachher bin ich dann wieder zurückgelaufen zum Parkplatz. Und am Nachmittag hatte es dann praktisch keine Wolken mehr. Dann bin ich ein Stück zurückgelaufen, aber es ist dann so heiß geworden, dass ich das Auto gestöppelt habe. Ich habe mich gerade erst mitgenommen. Nachher bin ich mit dem Bus noch zum Strand gefahren. Dort noch ein bisschen rumgelaufen. Und zwar bei Point Lookout. Es war auch ein mega schöner Ort. Zuerst bin ich auf so einem Rundweg auf einem Steg ein Stück davon gemacht habe, wo es so an einer Bucht entlang geht, die man jetzt gerade sieht. Hammer. Da recht hohe Wellen und so, es war sehr spannend zum Anschauen. Im Pazifik, wenn er so richtig mit diesen hohen Wellen gegen die Küste kommt. Es wird jetzt gerade spritzen. Jetzt sieht man, dass es immer wieder gespritzt hat. Zum Teil war es sogar noch extremer. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Kängurus gesehen.
Ich habe mega cool. Dort bei der Hälfte der Bucht habe ich ihn wieder gekehrt, zurückgelaufen und noch in die andere Richtung gelaufen und dann noch zum vorderen Strand runter. Das ist ein Whale Watching Path, nennen sie es, wo man gewissen Zeiten des Jahres, das ist so, ungefähr im Juni umeinander, Mai, Juni, sollte man von da aus teilweise Wale sehen. So bin ich am Strand, nach dem Baden bin ich noch kurz in den Sandhügel gelaufen, Ausblick. Ich hoffe, ich habe mit dem Video einen guten Einblick in die Insel geben können. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Mich freut es sehr, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du mich zukünftig auf meiner Reise und dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz begleiten willst. Bis zum nächsten Video.